Ein Hund. Louis hatte einen Hund? On the edge of a city he named Louis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. Kleine Hand an Heiter Super Mario. Already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. What? Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Alter. Huch. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Okay, der hat sich hier scheinbar echt irgendwie ein bisschen in Arbeit. Wir fahren einfach mal in diese Richtung. Keine Ahnung. The Queen was on her own quest for... Keine Ahnung. Radiant rainbows. So, wir sollen wahrscheinlich durchfahren, ne? He followed the sound of her. Komm, fahren wir hier lang. Ausnahmsweise mal. Electric sitar. Ruhig mal ein bisschen abgespaced, warum nicht? His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Das ist voll gut gemacht. So proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace.
My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Und da sind wir wieder zurück in der Realität. We began to forget the world we know. Hey, eine Nintendo Switch. Krass. Wieder zurück im echten Leben. Zurück. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Zurück in der Lachsfabrik. Da, wo wir hingehören, möchte ich fast sagen. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Naja, wir wissen ja alle, was am Ende von so einem Band in so einer Fabrik wartet, ne? Ach, Louis. Louis. Including the wise Calico who had insisted on advising him. was only one thing left to do. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ach Mann. Ich hätte ihn auch gerne kennengelernt. Scheint echt ein cooler Dude gewesen zu sein. Auch so richtig nerdig, halt einfach hier oben. Mit San Juan ALLE und so. War scheinbar ein netter Kerl, aber der hat sich total in der Arbeit irgendwie verstrickt und war total unzufrieden mit sich selbst. Das war auf jeden Fall eine psychische Störung. Funeral. My mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. Okay, ist das Zimmer von Edie? Hier war Missing. Das war, glaube ich, genau von Milton. But I understand why we left. Ich weiß, ich denke mal, das war jetzt Edith Mom. Ich glaube, das ist, wie gesagt, das Zimmer jetzt von Edie gewesen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Was haben wir hier? To teach and learn Don Finch. Oh, das ist das. Nee. Ist tatsächlich das Zimmer von Edith. Oh Gott. Bin ich auch sehr gespannt, was mit ihr passiert ist. All that's left now is to tell you about that last night.
whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Und wieder ein Geheimeingang, natürlich. Gibt immer irgendwo Geheimeingänge. Ich glaube, das hat alles irgendwas mit dieser Edie auf sich. Ich weiß nicht warum. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. Ich sag doch, Edie hat da irgendwas mit zu tun. Und wir sind Edith, ja. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Also, was heißt blöd gemacht? Die zwei Namen halt da so relativ gleich klingt. Aber, naja, was soll's. Okay? Na ja, gut. Dann schauen wir mal. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. For a while, I wandered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. Oh But Gott. when I saw them, they felt like old friends. Das ist, glaube ich, das Ehebett, oder? That night, a Rollstuhl. lot of things came back to me. Der Ofen. Ein Or Schrank. maybe I came back to them. Gartenzwerg. Eben das alte Haus von Edie. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but
she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. Okay, Last die Mutter. Finch left alive. Die Mutter war also Dawn Finch. Until I found out about you. Von wem? I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Ach, krass. Krass. Oh, hier ein bisschen Gänsehaut gerade, muss ich sagen. Alter. Eine Geschichte von Giant Sparrow für Shirley Dallas, 48 bis 2013. Mögest du in Frieden ruhen, liebe Shirley Dallas. Und hier sehen wir die Entwickler, Ian Dallas, Creative Director, und dann haben wir den Joshua Safati, Technical Director, dann haben wir Chelsea Hash, Lead Technical Artist, Brandon Martinowitzk, richtig ausgesprochen, ich weiß es nicht, Lead Artist, Chris Bell, Lead Designer. Und das ist die Geschichte von Edith. Und Edith starb tatsächlich dann auch. Relativ schnell. 2017, um genau zu sein. Michael Kwan, Technical Designer, Evan Rogers, Gameplay Programmer, Dan Hollingsworth, der Engineer, Milton, das ist Milton, Thomas Huyn, Animator, dann haben wir Sam Rosenthal, ebenfalls Technical Designer, mit dem Gameboy in der Hand, sehr gut, guter Junge, lustige Steckdosen. Krasses Game. Jonathan Hamill, Designer und Programmer. Sean Kuang, ebenfalls Programmer. Johan Lai, Audio und Lockables Programmer. Corey Davis, Environment Artist. The Finches. Greg Prior, Environment Artist. Kristen Altamirano und ebenfalls Environment Artist. Dann haben wir Theo Aretos, Concept Artist, Dan Valvo, Character Artist mit Hund, sehr gut. Holly Rothrock haben wir als 2D Artist.
Michael Fallick, Producer. Alvin Nelson, Producer. Sehr, sehr schön. Ganz, ganz tolle, emotionale Leute auf jeden Fall. Ich muss sagen, What Remains of Ethan Finch ist tatsächlich ein extrem, extrem emotionales Game gewesen. Steve Green, Lead Audio Designer, Lead Sound Designer, Jeff Russo, Composer. Jeff Russo kennt man tatsächlich. Eduardo Ortiz, Frau, Additional Sound Designer, Andrew Odella, Q&A Lead. Haben wir hier noch dann Ben Esposito, Design Consultant, Keith Greta, Additional VFX, hat auch was mit Sound, glaube ich, zu tun tatsächlich. Melissa Fuss, Additional Ringing, Additional Animation kam von Evie Jenny, Erika Pinto, Additional Animation, G-Key, Additional Programming. Bissel habe ich gerade jetzt nur den Nachnamen gelesen, tut mir leid. Und hier war noch weitere Entwickler, die an dem Ding mit beteiligt waren. Megan Allison zum Beispiel. Mit einer Knarre in der Hand. Sehr gut. Nathan Gary. Neil Hamriani. Jeff Legaspie. Jordan Marks. Deborah Mars. James Marzi. Oder Massey? Ich glaube Massey, ne? Hector Sanchez. Und hier haben wir noch die Playtesters. Die lese ich jetzt nicht alle vor, aber das sind alle, die das Spiel quasi getestet haben. Um eben zu gucken, ob das Spiel in einem guten Zustand ist, dass man es auch raushauen kann. Und hier gibt es noch ein Special Thanks an alle, die aus irgendeinem Grund hier mit beteiligt waren. Sehr schön. Enjoy. Thank you. In loving memory, Louis Finch. Und da haben wir nochmal das Edith Finch Team. 2012 bis 2017. Sehr, sehr nice. The End ist das, was hierbei rauskommt. Und das war dann noch das Ende des Let's Plays. Und ich muss, wie gesagt, sagen... jetzt können wir Geschichte wiederholen machen quasi. Ich muss sagen, es war ein sehr verrücktes Spielerlebnis. Ich bin da vollkommen unbefangen rangegangen. Ich habe das Spiel bei Steam gesehen als Neuerscheinung, habe mir gedacht, das sieht irgendwie geil aus, das musst du vielleicht mal anspielen. Ich mag solche atmosphärischen Games, es muss ja nicht immer Horror sein, aber ich mag sowas Atmosphärisches, Emotionales, wo man dann am Ende wie jetzt eben gerade da sitzt und sich so, wow, ja, so richtig Gänsehautmäßig einfach da sitzt. Und das hat sich tatsächlich, als dann eben bekannt wurde, dass Edith tot ist. Ja, sie ist 2017 gestorben, das ist jetzt hier noch gar nicht einmarkiert, aber sie ist 2017 gestorben und, naja, ihr Sohn sozusagen war derjenige, der das dann quasi am Ende noch gelesen hatte. Ja. Oder besser gesagt, mit dem wir hier quasi alles durchlebt haben. Das war schon ziemlich krass auf jeden Fall. Also ein richtig cooler Story-Plot-Twist sozusagen. Hammergeiles Game. Hammergeiles Game. Kann ich euch nur empfehlen. Zockt das vielleicht selbst auch einfach mal durch. Gut, das meiste wisst ihr jetzt wahrscheinlich schon. Aber trotzdem, 19 € kostet das Ganze auf Steam. Sehr, sehr geil, wenn ihr abends mal Zeit habt oder sowas. Kann man das locker easy mal durchspielen und sich einfach mal ein bisschen mitnehmen lassen auf eine Reise, auf die dramatische und emotionale Reise der Familie Finch. Puh. Naja, es ist so ein bisschen offen gehalten, ob da vielleicht nachher noch was kommt. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was da genau am Ende noch vorkommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wir hören und sehen uns bei einem der anderen Videos oder bei einem Stream oder wo auch immer. Ne? Und vergesst mir bitte nicht, einfach mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Ein bisschen zeitlich entschlacken. Ich glaube, das ist auch das, was hier das Spiel einfach so ein bisschen vermitteln möchte. Das Leben rauscht so schnell an uns vorbei, dass man halt einfach mal vielleicht auch einfach so ein bisschen versuchen muss, für sich selbst die Zeit anzuhalten, sich selbst nicht so zu stressen und einfach ein bisschen ruhiger alles angehen lassen. Ich glaube, das ist eine gute Sache und vor allem, das ist das Allerwichtigste eigentlich, man muss einfach jeden Tag genießen. Ja, jeden Tag genießen, das ist wichtig. So, jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, liebe Freunde. Ciao.